In diesem Video zeigen wir euch, wie man bei einem N46 die Lichtmaschine bzw. den Generator austauscht. Symptome für eine defekte Lichtmaschine sind zum Beispiel dieses Symbol, diese Fehlereinträge und die Tatsache, dass der Wagen manchmal nicht anspringt, obwohl die Batterie eigentlich nicht zu alt sein sollte. Zuerst baut man die Luftführung mit Hilfe eines Torx 20 aus. Mit einer 17er Nuss und einer Ratsche setzt man am Keilriemenspanner an und zieht die Ratsche nach oben und steckt dann einen Metallstift, zum Beispiel einen 3er-Inbus, in das Loch, sodass der Spanner arretiert wird und man den Keilriemen abnehmen kann. Mit einer 10er Nuss schraubt man den Luftfilterkasten ab, löst die Schelle mit einem Schlitzschraubenzieher und zieht dann den Luftfilterkasten heraus und legt ihn beiseite. Achtung, es ist ein Gummipuffer unter dem Luftfilterkasten, dieser sollte nicht verloren gehen. Bevor es weitergeht, noch den Pol an der Batterie mit einer 10er Nuss abschrauben und beiseite legen, sodass das Fahrzeug stromlos ist. Nachdem man den Keilriemen abgenommen hat, benutzt man eine 13er Nuss, um die 3 Schrauben des Generators zu lösen. Die Lichtmaschine ist an der Rückseite mit 2 Kabeln angeschlossen. Das eine ist mit einem Stecker verbunden, den Stecker einfach an der Seite eindrücken und dann abziehen. Das andere Kabel ist mit einer 17er Plastikschraube festgeschraubt, diese lösen und dann das Kabel herunterziehen. Mit einer 17er Nuss sollte noch die Umlenkrolle vom alten Generator abgenommen werden. Den neuen Generator einsetzen, den Stecker auf der Rückseite einstecken sowie das Massekabel mit der Plastikschraube festschrauben und dann erstmal mit den Schrauben lose fixieren. Dann die Schrauben anziehen und mit 19 Newtonmeter festziehen. Zum Schluss noch die Umlenkrolle an den neuen Generator schrauben mit einer 17er Nuss und mit 40 Newtonmeter festziehen. Jetzt muss das Ganze noch zurückgebaut werden, beginnend mit dem Luftfilterkasten und der 10er Nuss. Beim Montieren eben darauf achten, dass der Gummipuffer unten in der Auflage liegt. Und natürlich die Schelle nicht vergessen, dann die Luftführung einsetzen und mit den 3 Torx 20 Schrauben festschrauben und zu guter Letzt die Batterie wieder verbinden und festschrauben. Und das war's auch schon. Die neue Lichtmaschine sollte gleich funktionieren und muss nicht angelernt werden. Ihr müsst jetzt nur noch die Uhrzeit von eurem Fahrzeug wieder neu einstellen und habt hoffentlich wieder lange Freude daran. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer Teilnummern, Werkzeuge, Drehmomente in der Beschreibung. Wer Fragen hat, gerne einen Kommentar. Und damit, ciao und bis zum nächsten Mal.